zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, beziehungsweise in meinem letzten Video gesagt, gibt es heute ein Video zu meiner großen Candy Sun Bestellung. Das heißt, viele asiatische Süßigkeiten und DIY-Kits, die ich mit euch zusammen machen werde in den nächsten Videos, die kommen. Aber heute erstmal der Inhalt dieser ganzen Box. Ich stelle die mal hier runter. So, was mir gleich als erstes entgegengeflogen kam und was keine Süßigkeit ist, ist so ein kleines Kit, mit dem man Toastbrot ausstechen kann in süße kleine Pandas. Hier hinten seht ihr die einzelnen Sachen, die da mitkommen. Und hier unten sieht man, wie es gemacht wird für die Leute wie mich, die nicht wirklich des Japanischen mächtig sind. Ja, um dann hier so kleine Toastbrot-Pandas rauszukriegen. Das können wir auch gerne zusammen versuchen. Und dann mal sehen, wie es läuft. Ich habe übrigens heute ein Pullover an mit Katzenöhrchen. Den habe ich deswegen an, weil demnächst noch ein Video kommt zu einem Online-Store für süße Klamotten, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte, den ich vor kurzem gefunden habe, also den Shop, den ich vor kurzem gefunden habe. Und ja, ich wollte gerne mal ein kleines Review dazu machen. Ja, nur um schon mal zu wissen, so was für Klamotten dort angeboten werden, aber wie gesagt, dann im nächsten Video. So, gucken wir mal, was wir sonst noch in der Kiste haben. Von denen hier, Karamellkorn habe ich, ich glaube, das ist Kokosflavor. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ja. Ich hatte davon schon mal andere Sorten. Schokolade zum Beispiel, die sind sehr lecker. Muss ich aber dazu sagen, extrem süß. Also ich habe davon vielleicht 3 gegessen und konnte erstmal keine mehr essen und die Tüte ist dafür schon ziemlich groß. Den Shop Candy Sun, von dem ich das bestellt habe, verlinke ich euch auch unten nochmal in der Infobox. Da könnt ihr dann selber mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ja, als nächstes, die habe ich schon mal aufgemacht. Das sind Kekse, und zwar Kekse so, die aussehen und ein bisschen schmecken sollen wie Melon Pan, also dieses Melonenbrötchen. Die sind nochmal einzeln verpackt. Ja. Und wenn man die öffnet, sehen die halt aus wie kleine Melon Pan. Und schmecken auch so. Also ich war sehr überrascht, dass die tatsächlich so gut schmecken. Hier hinten drauf sieht es aus, als wäre da so eine kleine Füllung noch mit drin. Hatte ich jetzt aber keinen dabei. Hier sieht man es auch nochmal. Ja. Also die sehen halt aus wie ganz normale Kekse. Meine Katze sitzt die ganze Zeit neben mir, weil ich hier so mit den Tüten rum knistere und guckt ganz komisch. Ich hoffe, die frisst mir nicht gleich die Kekse weg. Hier haben wir nochmal Karamellkorn, diesmal das Original. Die mache ich mal auf, einfach weil mich jetzt auch interessiert, wie das Original schmeckt. Und so sehen die aus. Die riechen wie Erdnussflips. Sind sie ja im Grunde auch. Schmecken aber deutlich besser. Also, stellt euch vor, ihr esst Erdnüsse gewälzt in Zucker. Ungefähr so schmeckt das. Aber lecker. Dann habe ich mir einfach, wie immer, weil ich einfach nicht kann, ohne mir sowas mitzubestellen, wieder Ramune bestellt. Ich finde es echt interessant, in wie vielen verschiedenen Dosen, Flaschen und so weiter es
angeboten wird. Am liebsten mag ich natürlich auch diese Flaschen hier, wo ihr oben den Ball reindrücken könnt. Kennen sicher die meisten von euch. So, dann natürlich nichts geht ohne meine Erdbeer-Pocky. Erdbeer ist nun mal meine Lieblingssorte von Pocky, wobei ich die ohne Stückchen lieber mag als die hier, aber die anderen waren ausverkauft. Ich weiß nicht warum, aber überall hier fliegt irgendwie Glitzer rum. Dann habe ich ein paar von diesen hier bestellt, diese Umaibo Sticks. So rum. In verschiedenen Flavors. Die gibt es ja in ganz vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Die stehen immer hier oben drauf. Kann ich natürlich jetzt nicht lesen. Aber auf der Webseite sieht man halt die Geschmacksrichtung. Ich habe 2 davon schon probiert. Muss sagen, die schmecken mir ganz gut. Ich habe aber das Gefühl, dass da irgendwie überall so ein bisschen Seaweed, also hier, ihr wisst schon, Algen und so mit drin sind. Was nicht unbedingt so mein Fall ist. Also ich bin nicht so der Fan von Seaweed. Aber mal gucken, vielleicht in die 3 Sorten ist es vielleicht nicht drin. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. Ist jetzt aber auch nicht so stark drin, dass ich sage, ich würde es gar nicht essen. Wir können ja eigentlich mal eins aufmachen. Eigentlich können wir das mal machen. Damit ihr auch mal wisst, wie die aussehen. Hier sieht es zum Beispiel so aus, als wäre kein Seaweed drin. Das sind immer solche Röllchen. Die haben in der Mitte ein Loch. Und ja, sind halt so knusprige, ich glaube Mais ist das. Also Mais-Snack. Ich glaube, ich habe gerade die Geschmacksrichtung Curry erwischt. Mal gucken. Also Curry mag ich sehr gerne. Ich habe Angst, das kaputt zu brechen, weil das bestimmt krümelt. Ja. Okay. Ja, das schmeckt definitiv nicht nach Seaweed. Also, echt lecker. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil die sind total günstig. Also nicht teuer oder so. Und jetzt habe ich hier überall Krümel rumliegen. Nichtsdestotrotz, gucken wir mal weiter. Ich habe was, wovor ich ein bisschen Angst habe, das zu probieren, weil ich nicht weiß, wie es schmeckt. Und zwar ist das Pudding in der Dose. Ist das gerade verkehrt rum? Nee. Ja, Pudding in der Dose. Ich habe keine Ahnung, ob man das trinken muss oder... Also es sieht so aus, als würde man es trinken, weil mehr als dieses kleine Loch hier oben haben wir nicht. Ja. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht schmeckt es ja gut. Wow. Okay. Ich will es nicht. Also hier drin wiggelt was. Oh Gott, ich habe Angst. Es ist nur Pudding. Okay. Es riecht nach nichts. Ich hätte es vielleicht schütteln sollen. Also es schmeckt ein bisschen nach Dose. Aber hauptsächlich schmeckt es einfach, als hätte man... Also das sind noch so Stückchen, sind so Puddingstückchen, als hätte man so einen Pudding kurz in den Mixer geworfen und dann einen halben Liter Wasser drauf gekippt. Das ist kein halber Liter, egal. Man kann es trinken. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, abgelaufen ist es nicht, aber es schmeckt ein bisschen mehr nach Dose als nach Pudding. Es geht. Ist trinkbar. So, jetzt muss ich das irgendwo hinstellen, ohne dass es umfällt. Als nächstes habe ich hier haufenweise DIY-Kits drin liegen. Ich bin schon total gespannt, die zusammen mit euch auszuprobieren. Auf der Seite von Candy Sun findet ihr übrigens zu den DIY-Kits immer noch Videos, wie ihr die machen müsst. Da ja die
was sind Instructions auf Deutsch? Die Anleitung. Die Anleitung ist ja auf Japanisch. Ich habe mir da mal ein paar rausgesucht. Einmal dieses Ice Cream Cone Ding. Da seht ihr es. So wie es hier hinten drauf aussieht, wird das später so was wie so Foam-artig. Mal sehen. Also das auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon extrem, das mit euch zusammen zu machen. Keine Ahnung, wie oft ich das in diesem Video schon gesagt habe. Und mittlerweile stapelt sich hier das Zeug. Das nächste sind, glaube ich, sowas wie Jelly-Gummibärchen. Da ist so dieser kleine Tintenfisch, mit dem man die mit dem man diese Tröpfchen macht und dann die dann in so eine Flüssigkeit fallen. Und später wird das, wo haben wir es da? Werden das solche kleinen Gummiperlen. Also das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Ich gucke irgendwie im Hintergrund immer ein bisschen böse. Sorry. Ich habe doch mehr DIY-Kits gekauft, als ich dachte. Sieht auch ganz lustig aus. Da sind wohl Kekse und Schokolade involviert. Hinten drauf sieht man so ein bisschen von der Anleitung. Ja. Die sind lustigerweise alle nicht unbedingt lange haltbar, wie ich sehe. Also werden wir die wohl bald machen müssen. Also die laufen auf jeden Fall alle dieses Jahr noch ab. Also Mitte dieses Jahres. Hier haben wir was, wo ich extrem mich drüber gefreut habe, dass ich das gefunden habe, weil ich das schon lange mal ausprobieren wollte. Und das sind solche Mini-Pancakes, wo hier solche kleinen Folien dazu sind, wo man dann drauf, wo sieht man es? Da. Wo man dann drauf malt den Pancake. Hier sieht man es, glaube ich, besser. Und ich wollte schon ewig mal ausprobieren, wie das schmeckt. Ich werde auf jeden Fall alles, was ich mit den DIY-Kits mache, auch probieren. So, dann haben wir hier einen Gudetama-Pudding. Ich glaube, den werde ich mit meinem Freund zusammen machen, weil der seit der letzten Buchmesse anscheinend Gudetama-Freund geworden ist. Dem haben die Plüschtiere dort sehr gefallen und als ich ihn gefragt habe, ob ich ihm eins kaufen soll, war es ihm peinlich und ich habe keins gekauft. So sind Männer halt. Ja, Gudetama-Pudding. Ich hoffe, der schmeckt nicht so wie der Dosenpudding. Mini-Donuts. Mini-Donuts ist auch so ein Ding, habe ich schon oft DIY-Videos dazu gesehen auf YouTube und viele haben gesagt, die schmecken absolut ekelhaft. Ich werde das selber mal testen. Ja, hier ist die Rückseite. Ob ich dann solche schönen Kreationen hier hinkriege, wage ich zu bezweifeln, aber mal ausprobieren, warum nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich das Zeug hier hinlegen soll, also zeige ich euch gleich. Und wer hätte es gedacht, noch ein DIY-Kit. Das sind wohl saure Gummibärchen, also zumindest sehen die sauer aus. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennt, ich hoffe. Ich wünschte, ich hätte hier wirklich bessere Beleuchtung. Ich arbeite momentan mit 2 Lampen und mir wäre es lieber, ich hätte hier hinten das Fenster als Lichtquelle. Dafür müsste ich mich aber rumdrehen und dann... Nee, das würde nicht funktionieren. Dann ist da diese Vitrine auch hinten dran. Das funktioniert nicht. Wow, ich habe echt mehr DIY-Kits gekauft, als ich dachte. Hier ist noch ein Gummibärchen-Kit. Ja. Zu viel Zeug. Ja. Damit kann man Gummibärchen machen. Man könnte jetzt natürlich auch einfach ein ASMR-Video draus machen und ich mache die ganze Zeit die Videos. Aber das machen wir nicht. So langsam stapelt sich das. Noch ein DIY-Kit. Ah ja, genau. So, aus irgendeinem Grund war meine 16 GB Speicherkarte gerade nach 2 GB Aufnahme voll. Warum auch immer. Also, jetzt nochmal. Wo war ich? Ach so. Ja.
Bei dem hier waren wir, glaube ich, gerade. Das wollte ich unbedingt mit dabei haben, weil ich das schon ganz oft in Videos gesehen habe. Und ich werde jetzt nicht aussprechen, wie das heißt, weil ich das garantiert nicht kann. Aber ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, das ist dieser Schaum, den man dann so lang ziehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es schmeckt. Was ich dann schon aufgemacht hatte, bevor ich gemerkt habe, dass die Kamera aus ist, war das hier. Das haben die mir irgendwie als Geschenk mit reingetan, weil das habe ich nicht bestellt. Das sind Bonbons, so kleine rosa, so kleine rosa Bonbons. Die schmecken einfach wie diese Süßigkeiten, die nicht wirklich nach irgendeiner Geschmacksrichtung schmecken, sondern einfach nur süß sind. Ja, ist für zwischendurch bestimmt mal nicht schlecht. Oh, ich freue mich gerade, dass ich das sehe, weil mein Haichu ist fast alle. Ich habe noch ein bisschen Kaubonbon bestellt. Das ist nice. Traube natürlich, warum auch nicht? Ich bin mir nicht sicher, es rutscht. Die Sachen rutschen gerade von meinem Laptop runter. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bonbons waren oder Kaubonbons. Ich werde es gleich mal rausfinden. Ich glaube, das waren Bonbons mit Melonengeschmack. Ich versage im Öffnen der Packung. Okay, ich glaube, das sind Kaubonbons. Oder Kaugummis? Fühlt sich auf jeden Fall eher wie Bonbons an. Die sind einzeln nochmal eingepackt. Okay. Fühlt sich irgendwie nicht wirklich wie Kaubonbon an, sieht aber wie Kaubonbon aus. Kaubonbon. Schmeckt aber mehr nach Toffee, also so Karamell-Toffee, als nach Melone. Es riecht ein bisschen nach Melone. Und ein bisschen schmeckt es auch nach Melone, aber hauptsächlich irgendwie nach Toffee. Das ist hier bloß mit reingefallen, das hatte ich vor Ewigkeiten mal bestellt. Das sind Ramune-Bonbons mit einem kleinen Loch in der Mitte und einem hübschen Auto vorne drauf. Da kann man so durchpfeifen. Also es macht dann so Pfeifgeräusche. Ist für Kinder ganz cool. Die coolsten Sachen habe ich mir für den Schluss aufgehoben, und zwar sind das Kekse. Und zwar habe ich einmal die andere Kekse. So sehen die aus. Mit Erdbeerfüllung. Und ich will die eigentlich gar nicht aufmachen, weil die so schön aussehen. Also die Verpackung sieht so richtig cool aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die aufmache oder ob ich sie einfach als Showpiece sozusagen irgendwie hinstelle. Aber das wäre dann auch schade um die leckeren Kekse. Mal sehen. Und dann habe ich noch diese Kekse hier bestellt. Soweit ich mich erinnern kann, ich muss nochmal nachgucken, aber soweit ich mich erinnern kann, waren hier Kekse drin, die gut schmecken und Kekse drin, die nicht so gut schmecken. Einfach aus Spaß am Ganzen. Ich muss nochmal nachgucken, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Okay, ich habe zum Glück nicht den Fehler begangen, solche Kekse zu bestellen. Das sind Girlfriend Cookies gewesen. Und zwar steht bei Candy Sun, dass die in Akihabara verkauft werden. Und da sind kleine Prints drauf. Von ja, den Mädels, die hier drauf sind. Hier unten sieht man es, glaube ich, auch so ein bisschen. Die werde ich jetzt aber nicht aufmachen. Das werde ich mir für ein anderes Video aufheben. Einfach weil ich gemein bin. Ja, und weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie wirklich aufmachen will oder nicht. Mal sehen. Ja, die Box ist leer. Ich habe hier jetzt auf meinem Schreibtisch Moment, den ganzen Haufen und muss jetzt mal ein bisschen
ein bisschen aufräumen. Und ja, wie gesagt, die DIY-Kits werde ich mit euch zusammen machen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat... Ach nee, wartet mal. Ich wollte euch doch noch sagen, was ich bezahlt habe. Und zwar für den ganzen Stapel hier habe ich insgesamt, glaube ich, mit Zoll, muss ich dazu sagen, mit Zoll und Versand 70 € bezahlt. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich finde, dass es doch einiges an Zeug ist, gerade auch die vielen DIY-Kits. Wenn ich das jetzt auf der Convention letztens gekauft hätte, wäre ich, glaube ich, teurer gekommen. Deswegen, Candy Sun hat echt super Preise. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das mal auschecken wollt, dann findet ihr den Link zu dem zu dem Shop unten in der Infobox. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch, lasst mir ein paar Kommentare da, was euch von dem Zeug am besten gefallen hat, welches DIY-Kit ich vielleicht zuerst machen soll. Ja, und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bye, bye!